Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Wenn du neu hier bist und an Videos zu Themen rund um Kuba interessiert bist, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein neues Video mehr. Das Jahr schreitet voran und wir haben schon wieder den nächsten Monat. Wir schauen uns heute die aktuelle Situation in Kuba im Monat Oktober 2022 an. Starten wir mit dem aktuellen Wechselkurs. Das Thema offizieller und informeller Kurs haben wir ja schon häufiger betrachtet. Wem das Ganze jetzt dennoch nichts sagen sollte, ich habe hierzu ein paar Videos online und verlinke euch hier aber nochmal das letzte dazu. Der offizielle Kurs liegt seit dem 15.08. bei 120 Peso pro Euro, abzüglich 8% Servicegebühren. Seit dieser Änderung ist der informelle Markt nochmal explodiert. Mit Tag der Aufnahme des heutigen Videos liegt der informelle Wechselkurs bei 195 Peso pro Euro. Die Tendenz ist weiter steigend. Kommen wir zu den Einreisebestimmungen. Was wird benötigt? Die Erklärung zum Gesundheitszustand, also die Declaración Jurada de Salud, muss abgegeben werden. Dies erfolgt mit den Zollangaben online verpflichtend über der Viajeros. Hierzu habe ich ein extra Video online. Zusätzlich zu den Zollangaben wird noch die Touristenkarte und eine Auslandskrankenversicherung benötigt. Sofern ihr noch keine Touristenkarte habt, könnt ihr diese gerne über meinen Link in der Videobeschreibung erwerben. Ihr zahlt keinen Cent mehr, aber ich erhalte einen Obolus. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Das ist auch bei der Auslandskrankenversicherung der Fall. Solltet ihr auch hier noch eine benötigen, schaut bei www.mike-vpil.ergo.de vorbei. Alle Infos gibt es auch hier nochmal in der Videobeschreibung. Schaut dort gerne mal rein. Werbung Ende. In Kuba kam es zu einer Naturkatastrophe. Am 27.09. Traf Hurricane Ian auf kubanisches Festland und fegte einmal im Westen rüber. Pinar del Río hat es dabei am meisten erwischt. Auf Kuba entwickelte sich Ian von Stufe 2 auf 3 und wanderte weiter nach Florida. Ian hat vielen Menschen die Häuser weggetragen und auch die Landwirtschaft stark zugesetzt. Wenn du dich jetzt vielleicht fragen solltest, wie du helfen kannst, es gibt einige soziale Hilfsgruppen. Eine möchte ich euch hier nennen, die humanitäre Kuba-Hilfe. Die humanitäre Kuba-Hilfe sammelt nicht Spenden explizit für die Folgen des Hurricane, aber der Einsatz der kommenden Spenden wird sich verstärkt um dieses Krisengebiet drehen. Mehr Informationen dazu könnt ihr auf der Website nachlesen, www.hch-ev.de. Hurricane Ian hat sich auch auf das kubanische Stromnetz ausgewirkt. Fast 3 Tage waren die meisten Gebiete Kubas ohne Strom. Manche sind es heute noch. Neben den seit Monaten täglichen Stromabschaltungen kam es nun also zu einem kompletten Blackout. Auch das Internet hat es kurzweilig zerschlagen oder hat nicht funktioniert. Kuba wurde quasi in die Steinzeit zurückversetzt. Das hatte auch zur Folge, dass Lebensmittel verdorben sind, da sie nicht gekühlt werden konnten. Die Situation ist echt nicht leicht, ne? Also zumindest dort, wo wieder partiell Strom verfügbar ist, geht das Leben wieder, normal weiter. Die Kubaner sind Kämpfer, aber es sind schon einige Grenzen erreicht und auch überschritten worden. Und die Frage ist, wie lange man noch durchhält. Vereinzelt gibt es wieder Proteste in Kuba. Dass schon viele Kubaner das Land verlassen haben, habe ich unlängst berichtet. Der Schwund geht aber auch weiter und die aktuelle Lage führt dazu, dass es auch erstmal nicht gestoppt wird. Ich habe
in meinem letzten Video gesagt, dass meine Frau und ich im Januar wieder in Kuba sind, da die Situation mit der Stromversorgung einen ungewissen Lauf nimmt. Soll heißen, die kubanische Regierung hat ja vor ein paar Wochen mitgeteilt, dass man die Stromsituation bis Ende des Jahres in den Griff bekommen will. Da Hurricane Ian da aber nun mit eingegriffen hat, kann ich mir vorstellen, dass es noch etwas länger andauern wird mit den täglichen Stromabschaltungen. Wir haben uns deswegen eine größere Powerbank gekauft, die hier, welche auch einen AC-Output hat. Im Flugzeug darf man laut der International Air Transport Association, also dem Dachverband der Fluggesellschaften, Powerbanks bis zu 100 Wattstunden problemlos mitnehmen. Im Zweifelsfall schaut bei eurer Fluggesellschaften mal nach in der Übersicht der Gefahrengüter. Wir werden mit Condor und Lufthansa fliegen und diese halten sich an die Richtlinie der IATA. Mit dieser Powerbank können dann auch Ventilatoren und Licht für einige Stunden betrieben werden. Dazu dann aber gegebenenfalls mehr in den Videos aus Kuba. Kommen wir zum letzten Thema für heute. In Kuba gab es eine Volksabstimmung zum neuen Familiengesetz. Von 6.251.786 Stimmen haben sich 66,87% für das neue Familiengesetz entschieden. Das neue Familienrecht Kubas öffnet die Ehe für gleichgeschlechtliche Personen oder Paare, besser gesagt. Es reformiert das Adoptionsrecht, legalisiert Leihmutterschaft und künstliche Befruchtung, stärkt die Rechte von Frauen, älteren Menschen und Pflegenden und erhöht den Schutz vor häuslicher Gewalt. Alles in allem also eine tolle Sache. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und abonniere meinen Kanal, sofern du das noch nicht gemacht hast. Ist kostenlos und tut auch nicht weh. Bevor ich das Video gleich beende, möchte ich noch eine Sache sagen. Kuba hat es zurzeit nicht leicht und die Bevölkerung trifft es hart. Speziell die letzten 2-3 Jahre waren für Kuba sehr verheerend. Was man aber als Tourist machen kann, ist überhaupt nach Kuba reisen. Also fliegt nach Kuba. Lernt das Land und die Menschen kennen. Versucht dabei vielleicht auch eher in Casa Particulares unterzukommen und weniger in Hotels. So erreicht euer Geld die Bevölkerung direkt. Geld ist aktuell das, was Kuba dringend benötigt. Mehr Touristen bedeutet mehr Einnahmen und wieder ein stabileres Leben. Also gute Reise. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, spätestens am nächsten Sonntag. Bis dahin, saludos. Ciao.